I know I've been holding it in, the way I feel about you. Wenn es eine Sache gibt, bei dem ich einen Aggressionsball brauche, um zu schreien, dann ist es, wenn ich von Schülern Nachrichten bekomme, die heißen: Sammy, ich bin schon seit 2 Wochen in der Schule und ich habe Angst, den nächsten Schultag zu erleben. Was ist mit unserer Gesellschaft los? Wie auch immer, ich werde heute ein Video machen rund ums Thema Schule, meine persönliche Erfahrung mit euch teilen, wie ich die Schule überlebt habe, da ihr, wie ihr wisst, ich mein Abitur gemacht habe und demnächst studieren werde. Ich versuche dieses Thema einfach allgemein zu halten, um es auch auf Studenten zu übertragen oder Menschen, die im Berufsleben mit Problemen zu kämpfen haben und ja, mit Problemen sich selber zu motivieren, einfach weiterzumachen. Aus dem Grund wünsche ich euch auch viel Spaß beim Video. Ich hoffe, das Video wird euch motivieren und kann den einen oder anderen, ja, in seinen Zielen auch irgendwie fördern, und ich würde mich über einen Daumen hoch und einen Favorit freuen, wenn ihr euch über solche Videos freut und wenn euch diese Videos gefallen und ihr mich unterstützen wollt. Am Ende gibt es dann noch eine Kleinigkeit, die ich verlosen werde, wie immer jetzt in letzter Zeit. Wie auch immer, ich habe sehr viele Fragen an euch. Lasst mich mal wissen, in welcher Schulklasse ihr seid oder was ihr studiert, je nachdem, wo ihr oder was ihr gerade im Leben macht. Und wir beginnen mit dem Video und ich wünsche euch auch viel Spaß. Ich fange einfach mal an, euch zu sagen, ich wurde in der Schule gemobbt, und das manchmal auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ja, ihr geht zu weit und es ist ja schon langsam kein Spaß mehr, wenn ihr meine Sachen kaputt macht, oder? Beispiel jetzt mal Kuchenverkauf. Jemand nimmt einfach meinen Teller und wirft ihn auf den Boden. Pech gehabt. Also solche Arten von Mobbing, oder auch, ja, wo man leicht handgreiflich wird, dich mit Dingen abwirft, wenn ihr in die Schulklasse kommt. Und ich denke, der ein oder andere wird das auch kennen. Ich habe das selber erlebt, in die Klasse zu kommen. Sofort wird Buh geschrien und die Leute schauen mich an und fangen an, mich zu bewerten, meine Kleidung zu bewerten. Also dein Oberteil, das kriegt von uns eine 4 bis 5. Schuhe könnten deine Eltern ruhig mal ein bisschen mehr Geld haben. Sagen wir es mal so, ich hatte nicht brutal viel Geld, als ich in der Schulzeit war, und ich war auch nicht derjenige, der einfach so viel Geld zur Verfügung hatte, ich habe hier gerade einen Aggressionsball in der Hand, weil die Schulzeit, sagen wir es mal so, sie hat mich sehr geprägt und sie hat mich Dinge gelehrt, die mich jetzt einfach mittlerweile so stark gemacht haben, dass mir alles andere, was mir in irgendeiner Weise entgegenkommt, ja, negativer Gegenwind, ja, mich einfach abblocken lässt und es mir egal ist. Wie auch immer. Sagen wir es mal so, meine Eltern waren jetzt nicht so diejenigen, die sagen, hey, deine ganzen Klamotten sollen Markenklamotten sein, damit du sehr gut bei den Kindern ankommst. Was ich absolut super finde, wenn Eltern einfach so denken, weil ich meine, hallo, Markenklamotten machen nicht unseren Charakter aus. Aber ich war in einer Klasse, die so war, dass sie mich wirklich anhand meiner Klamotten und anhand meiner Art einfach beurteilt haben und gesagt haben, ja, am Ende des Tages hieß es einfach, um jetzt dieses Thema kurz mal zu beenden, am Ende des Tages hieß es, für dein Verhalten heute, weil ich nicht Arsch gekrochen bin, um es ganz ehrlich zu sagen, ja, für dein Verhalten heute kriegst du eine 4 minus, du hast dich im Gegensatz zu gestern gebessert. So waren die Leute, sie haben mich mit Noten bewertet. Seit wann bewertet man Menschen mit Noten? Ich denke, der ein oder andere kennt es. Wenn ihr Erfahrung habt, teilt sie einfach mal in den Kommentaren. Ich glaube, das hilft auch sehr oft den Zuschauern, die bei mir zuschauen, und ja, sich einfach mal auszutauschen. Ich finde es immer super, wenn ihr in den Kommentaren diskutiert, weil ich auch manchmal meinen Senf dazu gebe und des Öfteren Kommentare beantworte. Die Schulzeit war bei mir nicht die beste Zeit, auch wenn es bei vielen heißt, oh, ich vermisse die Schulzeit. Die Schulzeit war die beste Zeit meines Lebens. Sie kann die beste Zeit eures Lebens sein. Sie hätte auch vielleicht für mich eine bessere Zeit sein können, wenn ich zum Beispiel Arsch gekrochen wäre, wenn ich das getan hätte, was andere von mir wollten, die Person zu sein, die andere von mir erwartet haben. Aber ich bin mir einfach treu geblieben, und bringt mich zu dem Punkt, euch zu sagen, bleibt ihr selber, seid treu, bleibt euch selber treu, und wenn euch ein Mensch nicht akzeptiert, wie ihr seid, dann braucht ihr sie nicht. Sagen wir es mal so, die Schulzeit, ich habe die Schule an sich immer als Institution angesehen, die für den Rest meines Lebens mich weiterbringt. Ich hatte Ziele und die hatte ich vor Augen. Ich hatte Wünsche, die ich unbedingt verwirklichen wollte. Ich habe mir gesagt, hey, ich möchte eines Tages mal genug Geld haben, um mir ein Auto zu leisten, ein Haus und einen schönen Garten. Ein Garten muss jetzt auch nicht sein, aber wenn ich Urlaub machen will, möchte ich einen Urlaub machen können, ohne dass ich sagen muss, oh nee, geht nicht. Ich hatte die ganze Zeit diese Ziele vor Augen und die konnte mir niemand nehmen. Auch wenn Menschen zum Teil so richtig unter aller Sau mit mir umgegangen sind. Und ich weiß, es ist manchmal sehr schwer. Manchmal hat man einfach schon am ersten Tag, sobald die Sommerferien vorbei sind, keinen Bock mehr auf die Schule. Und
ich kann es absolut verstehen, weil wenn Menschen können Schweine sein, sagen wir es mal so, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Ich möchte auch in diesem Video kein Blatt vor den Mund nehmen, weil ich sehr viel Scheiße erlebt habe in meiner Schulzeit, aber ich mir denke, ich kann dem einen oder anderen helfen, euch zu sagen, macht einfach weiter. Wenn ihr eure Ziele vor Augen habt, macht euch eure Ziele klar und macht euch klar, dass ihr in der Schule gut sein sollt, um Dinge zu erreichen, je nachdem wie Mobbing bei euch stattfindet und ihr handeln müsst. Wenn es natürlich so ist, dass ihr irgendwie gewalttätig behandelt werdet und es halt zu Handgreiflichkeiten kommt, würde ich einfach jemanden einschalten, der dafür sorgt, dass es aufhört. Sei es eure Lehrer. Und ich weiß, Lehrer können manchmal echt scheiße sein. Ich hatte Lehrer, die mich manchmal ausgelacht haben, als ich zu ihnen gegangen bin und gesagt habe, hey, die ganze Schule, die ganze Klasse, die macht mich einfach nur fertig und die wollen nicht aufhören. Und dann hieß es, ach was, die machen doch nur Spaß. Ja, Herr Kluwe, Sie haben auch gelacht. Ich weiß, dass es manchmal so ist. Und manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist ein Schulwechsel gar nicht mal so schlecht, wenn man die alte Schule hinter sich lässt und sich sagt, jetzt fange ich neu an und ich werde Menschen finden, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Und geht nicht in die Schule mit den Gedanken, oh Gott, die ist hier mit so scheiße und oh mein Gott, was, wenn die mich nicht akzeptieren, wie ich bin. Geht einfach drauf, setzt euch zu einer Person, die ihr irgendwie sympathisch findet und fangt an mit ihr zu reden. Glaubt mir, es ist nichts Einfacheres als das. Wenn ihr euch einfach in den Kopf nehmt, die werden mich nicht auffressen können. Macht euch das einfach mal klar. Um nochmal darauf zurückzukommen, bezüglich Schule, Ziele, ihr müsst einfach eure Ziele im Fokus behalten. Und ihr dürft euch nicht von diesen ganzen negativen Einflüssen so beeinflussen lassen, zu sagen, nee, ich habe keine Lust mehr und das lohnt sich gar nicht, diese ganze Arbeit zu machen. Ich habe manchmal auch so gedacht und ich kann es verstehen, wenn man manchmal aufgrund von Mobbing und sonstigen Dingen, Menschen behandeln euch schlecht. Das ist eigentlich dasselbe wie Mobbing, aber auch egal. Nee, wenn ihr euch einfach gehen lässt und sagt, hey, nee, diese ganze Arbeit lohnt sich nicht, das, was ich hier rein investiere, dann lässt ihr sie gewinnen. Dann haben sie das erreicht, was sie wollten, euch schier zu stürzen, sagen wir es mal so. Weil wenn ihr nicht eure Zukunft in die Hand nehmt und einfach sagt, ich mache jetzt einfach nur Schule, um die Dinge im Leben zu erreichen, dann verliert ihr. Und ihr verliert nicht nur eure Schulzeit, ihr verliert auch die Zukunft, die euch eines Tages weiterbringen könnte, als ihr euch vorstellen könnt. Nur weil jetzt gerade der Moment so scheiße ist, weil es jetzt gerade alles so schlecht läuft, heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht besser sein kann, wenn ihr euch bemüht, das Beste aus eurer Situation zu machen. Das solltet ihr euch klar machen. Was ich sehr oft gemacht habe, ist, ich habe versucht, mit den ganzen Dingen, die ich zum Beispiel mit in die Schule genommen habe, mich selber auch zu motivieren. Zum Beispiel hatte ich einen Ordner, wo ich Fotos von Autos draufgeklebt habe, Fotos von Orten, Fotos von Gegenständen und sonstigen Dingen, wo ich mir gedacht habe, hey, du musst in der Schule gut sein, um eines Tages diese Dinge, die du hier draufgeklebt hast, ermöglichen zu können. Ein Tipp von mir an euch, oder nehmt einfach so Sachen, die euch positiv beeinflussen. Bei mir ist es zum Beispiel YouTube und da habe ich zum Beispiel so mein eigenes YouTube-Notizbuch und wenn ich jetzt zum Beispiel studieren gehe, also was ich bald machen werde, ich werde das nehmen und ich werde immer dran denken, versteht ihr, wie ich meine? Also ich schreibe meine Notizen rein und wenn ich wieder zuklappe, denke ich mir, yeah, ich freue mich schon auf meine YouTube-Videos, juhu, die ich jetzt drehen werde. Also ihr müsst euch mit Dingen und auch Menschen umgeben, die euch positiv beeinflussen. Bringt mich jetzt auf den Punkt des Gruppenzwangs, der auch ein sehr großes Thema ist. Menschen, die in eurem Umfeld sind und euch dazu bringen wollen, Dinge zu tun, die ihr vielleicht von selbst nicht getan hättet. Sagen wir es mal so, ich hatte so einige etwas bessere Bekannte, auch in der Schule, die sich eigentlich nur umgeben haben, zum Beispiel mit Leuten, die halt gerne rauchen. Und am Ende des Jahres, also die waren eigentlich immer so, Anti-Rauchen und Rauchen ist halt so, ungesund, yada. Zu dem Thema werde ich garantiert noch ein Video machen, wenn ihr es wollt. Und am Ende des Jahres waren sie ebenfalls Raucher, weil sie sich aufgrund ihrer gesamten Gruppe, mit der sie sich abgegeben haben, dazu verpflichtet gefühlt haben, um in die Gruppe reinzupassen, auch zu rauchen. Und ich sage euch nur eins, Gruppenzwang gibt es überall, habe ich auch schon erlebt. Unbedingt, klamottentechnisch immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer die tollsten Marken zu tragen und um reinzupassen. Ich habe das nicht getan. Und bringt mich eigentlich auch nur auf den ersten Punkt, den ich im Video genannt habe. Seid ihr selbst und bleibt ihr selbst. Weil, alles andere gibt es schon und alles andere braucht man nicht mehr. Ich bin immer ich selbst geblieben und ich habe mich auch von Video zu Video irgendwie auch verändert. Ich bin erwachsener geworden und ich bin trotzdem noch derselbe wie von Anfang an. Und sagen wir es mal so,
wenn ihr selbst bleibt, werdet ihr erfolgreich. Und das kann ich... Da kann ich nur meinen Tutorial-Stempel, nee, Sammys Stempel drauf geben. Ich hab's schon wieder gesagt. Stempel drauf geben, dass es einfach so ist. Und ja, lasst euch von allen negativen Dingen, auch von Kommentaren oder sonst was, nicht aus der Fassung bringen. Macht euer Ding, weil ihr seid im Endeffekt diejenigen, die ihr Leben in der Hand haben. Ich sage euch Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch motivieren können. Es war jetzt zum Großteil an die Schüler gerichtet, aber ihr könnt es auf alle Lebensbereiche übertragen, egal ob ihr Student seid oder ja, im Berufsleben seid. Ja, lasst es mich einfach wissen. Und jetzt noch eine ganz kurze, ja, sagen wir es mal so, kurze Verlosung. Das Einzige, was ihr machen müsst, um diesen YouTube-Bag zu gewinnen mit einigen coolen Essentials, wie sagt man das auf Deutsch? So Sachen wie, ja, ich habe Google-Bonbons drin und Schokolade und so weiter. Ja, Nervennahrung für die harte Schulzeit. Das Einzige, was ihr machen müsst, um diesen YouTube-Beutel zu gewinnen, gefüllt mit einigen coolen Dingen, die ich hier drin habe, ist einfach einen Kommentar zu schreiben, mir zum Beispiel die Videofrage zu beantworten. Seid ihr in der Schule? Studiert ihr? Was studiert ihr? In welcher Klasse seid ihr? Und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Also klicke die klappt auf den Daumen hoch Button, um einfach zu zeigen, dass ihr mich unterstützt und dass ihr ja, Teil der Community seid. Für alle, die weitere Videos nicht verpassen wollen, klickt auf den Abonnier-Button, den ich hier im Fernsehen projiziere und wir sehen uns dann bald wieder. Folgt mir auf Twitter und Facebook, findet ihr alles .com/HerTutorial. PS, bevor ich es vergesse, wollt ihr so eine Art What's in my school bag Video? Ich habe so ein paar Mal die Anfrage bekommen und ich würde mich mal interessieren, ob ihr sowas sehen wollt, was ich so in meiner Schultasche mitnehme, beziehungsweise in meiner Schultasche zur Uni oder so. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen und jetzt wirklich, ciao!